Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. V1 und die Feuergeschosse der Nebelwerfer bringen plötzlich Vernichtung in und hinter die feindlichen Linien. Hunderte von Batterien aller Kaliber tragen den Tod in den Feind. Im Trichtergelände warten die deutschen Soldaten auf das Zeichen zum Angriff. Eine halbe Stunde nach Angriffsbeginn. Die ersten Gefangenen passieren die deutschen Linien. Sturmgeschütze und Panzer sind in kraftvollem Vorstoß in die vom Feinde besetzten Dörfer eingedrungen. Auf allen Wegen, Pfaden und Straßen, die nach Westen führen, marschieren die deutschen Kolonnen. Zusammengeschossene amerikanische Infanterie. Hoch sind die blutigen Verluste der Amerikaner schon in den ersten Stunden. Deutsche Panzer durchbrechen Drahtsperren und dringen in ein Dorf ein. Fallschirmjäger haben sich an eine von Amerikanern besetzte Ortschaft herangearbeitet. Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen. Grenadiere und Fallschirmjäger im Straßenkampf. Kopfschüttelnd und oft völlig verstört kommen die Amerikaner aus den Häusern. Ein ganzes Regiment geht mit der weißen Fahne in die Gefangenschaft. Durch Panzer und Panzerfaust vernichtete Schermen. Amerika first, Amerika voran. Ein Feldfernsprecher in einem erbeuteten Wagen wird von deutschen Lanzern untersucht. Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Sepp Dietrich beim Vormarsch unter seinen Männern. Das sind Stimmung und Haltung des deutschen Grenadiers im 6. Kriegsjahr. Über den Köpfen der Truppe orgelt V1. Hier gingen Tod und Vernichtung über die Felder. Die Materialreste einer zerschlagenen feindlichen Infanteriebrigade. Schirmenpanzer, die ein deutscher Feuerschlag schon in der Bereitstellung vernichtete. Nachschubkolonnen rollen nach vorn. Von allen Seiten strömen gefangene Amerikaner auf die Vormarschstraßen. Zerschlagen und noch zermürbt von der plötzlichen Gewalt des deutschen Feuerschlages schleppen sie sich dahin. Ihre Gesichter sind von einer stumpfen Nüchternheit.
Amerikanische Jagdbomber greifen vorgehende deutsche Kolonnen an und versuchen, unsere Marschbewegungen zu stören. Flak nimmt sie unter Feuer. Deutsche Jäger! Und stark, wie es die Grenadiere und die Männer auf Panzern und Sturmgeschützen sind. Ein deutsches Dorf ist befreit. Freudig danken die Bewohner ihren Soldaten. Model ist überall. Das wissen seine Soldaten. Der Generalfeldmarschall greift, wo es notwendig erscheint, in das Geschehen an den Straßen ein. Immer wieder das gleiche Bild. Vorgehende deutsche Kolonnen, Gefechtsfahrzeuge, Nachschub, Trosse auf der einen Seite und Dreierkolonnen marschierender weißer und schwarzer Amerikaner auf der anderen Seite. Luftwaffe, Panzer, Artillerie sind die schwerpunktbildenden und ausgleichenden Faktoren unseres Angriffes. Aber die Hauptlast des Kampfes trägt doch immer wieder der Grenadier, der ewige Infanterist. Eines ist gewiss, die akute Gefahr für Ruhr und Rhein ist durch den deutschen Soldaten gebannt. Ein starkes und in seiner Größe nicht zu brechendes Volk gab ihm dafür die besten Waffen.